Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute werden wir den Unterschrank für die Trockentrenntoilette bauen. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie ich die Platte oben hergestellt habe. Ich habe den Kildvik Trenneinsatz flächenbündig eingefräst. Und heute geht es darum, den Unterschrank zu gestalten. Wir werden rechts einen Schubkasten einbauen, wo man das Streu einsetzen kann. Wir werden links den Kanister einbauen und den ganzen Zufluss. Seid also gespannt, wie ich das Ganze umsetzen werde. Viel Spaß beim Anschauen. Den Unterschrank baue ich aus 10 mm bzw. 12 mm Pappelsparholzplatten. Der Boden und die Rückwand ist aus 10 mm Material und die Zwischenwände aus 12er Material. Das ist einfacher zu schrauben. Die Gesamthöhe einschließlich der Platte sind 47 cm. Hier seht ihr unten im Sockelbereich gehe ich mit einer Leiste 5 cm hoch. Das ist die Wannenstärke, also die Wannenhöhe, so dass ich hier die Wanne ordentlich anschlagen kann. Nachdem der Außenschrank fertig ist, lege ich die Platte auf und probiere mit dem Kanister und den Behältern, wie die Einteilung funktioniert. Nachdem ich weiß, wie breit die Abstände sein müssen zwischen den Fächern, säge ich mir Distanzhölzer. Mit diesen zeichne ich die Mittelwände an. Ihr seht es hier, einmal den Abstand und dann die Materialstärke. Das hat den Sinn, dass ich dann, wie ihr hier seht, von innen nach außen mit einem 2 mm Bohrer die Position durchbohre. So ist es wesentlich einfacher, dann von außen nach innen zu verschrauben, weil man dann eben exakt die Mitte hat. Ich gebe grundsätzlich, wenn ich Teile verschraube, die ich nicht mehr lösen muss, immer Leim an. Warum? Weil Schrauben im Pappelsperrholz bei ständiger Bewegung im Fahrzeug sich vielleicht auch mal lösen können. Und von daher schraube ich und leime ich beide zusammen. Aus optisch und statischen Gründen stelle ich hier jetzt eine Aufdopplung her. Das heißt, die Platte, die wird nach unten dicker gestaltet. Im Nachhinein würde ich jetzt hier keine Massivholzplatte mehr verwenden, sondern eine Dreischichtplatte. Im Winter ist die ganz ordentlich aufgegangen, sodass der Kildvik-Einsatz jetzt nicht mehr exakt reinpasst. Eine Dreischichtplatte ist natürlich auch Massivholz, jedoch ist die über Kreuzerleim, sodass die in der Regel nicht so stark in der Ausdehnung schwankt. Aus 10 mm Buchensperrholz habe ich gerade eben die Base-Schablone für die Aufdopplung hergestellt. Im nächsten Schritt könnt ihr sehen, wie ich die aus Massivholz herstelle. Hier könnt ihr sehen, wie ich die Bodensicherung für den Behälter herstelle und einleime. Im nächsten Abschnitt zeige ich euch, wie ich die Frontblende herstelle, in welche ich später den Siphon einbaue.
Im nächsten Schritt leime ich die Frontblende und die Aufdopplung auf den Unterschrank. Die Aufdopplung wird mit Holzdübel auf den Unterschrank geleimt und die Frontblende lediglich stumpf, das hält ausreichend. Im nächsten Schritt werden wir aus 10 mm Pappelsperrholz den Schubkasten herstellen. Ihr seht hier, wie ich mit einer kleinen Schablone und einem 45 Grad Phasefräser die Eckverbindungen fräse. Das bedeutet, alle Teile werden mit 45 Grad schräg gefräst und später werdet ihr sehen, wie ich den ganzen Korpus verleimen werde. Ja, damit ich den Pushlock-Beschlag, Druckbeschlag später montieren kann, muss hier ein Ausschnitt rein. Ansonsten würde die Holzdicke zu dick sein und die Rosette würde nicht ausreichend schön abschließen. Jetzt werden alle Teile aufgereiht und mit Klebeband verbunden. Der aufgeleimte Boden gibt dem Schubkasten ausreichend Halt und Stabilität. Für diesen Zweck reicht es absolut aus. Ja, jetzt noch die Laufführungen anschrauben und fertig ist der Schubkasten. Damit ich den Kiltwick-Einsatz später schön aus der Platte rausbekomme, werde ich hier noch eine Bohrung setzen. Das ist quasi eine Eingrifföffnung, um den Einsatz einfach rausheben zu können. Hier seht ihr, wie ich den Übergang vom Kiltwick-Einsatz zum Schlauch in den Kanister gestalte. Um hier eine Lösung zu finden, habe ich über eine Stunde im Baumarkt verbracht und unterschiedliche Teile gesucht, bis ich das so hatte. Also zum einen gibt es da hier dieses Messingteil, wo auf den
wo nach unten verschraubt werden kann. Dann diesen Kunststoffadapter, der aus dem Fassbereich kam und eine Dichtung dazu, eine passende. Und hier seht ihr den fertigen Siphon, wo oben der Einsatz reinkommt und dann rechts davon der Abgang, Schlauchabgang hin zum Kanister montiert wird. Ja, beim Anschrauben muss man darauf achten, dass eigentlich die Flucht zum Einsatz passt. Das heißt immer wieder raus und rein und gucken, ob das alles sauber fluchtet. Die Niederhalter aus Kunststoff, die sind aus dem 3D-Drucker, die habe ich selber entwickelt und konstruiert. Die werden jetzt einfach angeschraubt und durch Drehen können die den Einsatz freigeben und so kann man den dann nach oben abnehmen. Ja, wir kommen wieder zum Ende des Videos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen, konntet das ein oder andere mitnehmen für euch, vielleicht was abwandeln für eine einfachere Toilette. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, nach einem Jahr Erfahrung funktioniert die Toilette richtig gut und ich kann nur empfehlen, das so ähnlich umzusetzen. In diesem Sinne, bleibt mir gesund, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, euer Wolfgang.